Chinas Industriepolitik stellt den Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland und Europa vor gewaltige Herausforderungen. Chinas Firmen haben technologisch aufgeholt, aber sie werden auch von ihrer Regierung erheblich subventioniert. Und sie liefern Produkte nach Europa, die mitunter unsere technischen Vorschriften missachten. China spielt nicht fair und darauf muss die Politik jetzt reagieren. Der VDMA hat in einem neuen Positionspapier konkrete Forderungen an die deutsche und die europäische Politik formuliert. Es geht zum einen darum, gleiche Wettbewerbsbedingungen auf dem EU-Binnenmarkt durchzusetzen. Das heißt zum Beispiel, die EU muss Ausgleichszölle auf Importe von Drittländern erheben, wenn diese gegen die EU-Regeln verstoßen. Und Europa muss zwingend seine Marktüberwachung stärken. Denn gerade chinesische Unternehmen exportieren immer wieder Maschinen nach Europa, die nicht den EU-Rechtsvorschriften entsprechen. Und das muss sanktioniert werden. Zum anderen geht es uns darum, die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Und dazu zählt zum Ersten der Aufbau strategisch relevanter Technologien, um Abhängigkeiten zu vermeiden. Also Technologien, die unsere sicherheitspolitischen Interessen und die Lebensgrundlagen Europas schützen. Zweitens müssen wir Innovationen fördern, denn wir sind auf technologischen Vorsprung angewiesen. In Deutschland steht hier vor allem der Ausbau der Forschungszulage auf der Agenda. Darüber hinaus gilt es, die Normungsaktivitäten europäischer Unternehmen zu fördern. Denn auch in der Normung will China die Welt dominieren. Und natürlich brauchen wir neue Freihandelsabkommen, mit Indien zum Beispiel. Das Abkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten ist längst fertig. Jetzt muss es endlich auch in Kraft gesetzt werden. Wir sind bereit, den Wettbewerb mit chinesischen Unternehmen anzunehmen. Wir machen unsere Hausaufgaben. Das reicht aber nicht mehr und deshalb fordern wir die Politik auf, den Standort zu stärken und fairen Wettbewerb auf dem Binnenmarkt jetzt sicherzustellen.